Herzlich willkommen in der ersten Kochshow 2021. Mein Name ist Volker Jochum und heute machen wir nochmal ein Uncut-Video. Ein Uncut-Video wirklich ungeschnitten, so wie wir es jetzt da machen, zeigen wir es heute nochmal. Einrichten werde ich heute für euch ein 20 Liter Basic Aquarium. Da ist drin ein Nano-Eckfilter, da ist eine Rückwandfolie, da ist eine Style M dabei. Und wir werden auch ein absolutes Einsteiger-Aquarium einrichten. Ich habe gestern ein Aquarium aufgelöst, die Pflanzen habe ich mir aufgehoben und die werden wir jetzt heute verarbeiten. Fangen wir an. Als allererstes Nährboden. In diesem Aquarium werde ich unseren neuen Power-Nährboden verwenden, den Debonit Mix Black. Also Nährboden ist sehr, sehr wichtig für die Pflanzen, da ein Teil der Pflanzen die Nährstoffe über die Füße aufnehmen, also sprich über die Wurzeln, und ein anderer Teil übers Blattwerk, sprich über flüssigen Dünger. Wenn ihr, das ist ja jetzt ein echtes Einsteiger-Aquarium und ich erkläre jetzt einfach nur noch mal die Grundlagen, wie ihr ein Aquarium einrichten könnt oder solltet, dass es halt auch später ein bisschen schöner, tiefer wirkt und so. Als allererstes könnt ihr ja hier sehen, ich befülle das Aquarium mit dem Nährboden und ich modelliere nach hinten ansteigend. Dadurch habt ihr später eine schönere Tiefenwirkung und wirkt auch ein bisschen schöner und harmonischer. Dann drückt ihr den Nährboden ein bisschen an. Und dann als nächstes fange ich mit den Steinen an. Hier für die Steine nehmen wir heute so eine schöne Lava. Also das ist eine normal rote Lavastein. Der rote Lava hat den Vorteil, er hat erstmal keine wasserfällenden Eigenschaften. Also ihr härtet euer Wasser nicht unnötig auf. Und er hat noch einen riesen Vorteil, er ist sehr, sehr porös, wo Mikroorganismen extrem hohe Besiedlungsfläche haben. Dann fangen wir mal an. Immer darauf achten, dass ihr auch so Steine mit Charakter, nenne ich die Steine, also richtig schön zerklüftete Steine. Also nicht so langweilige, gerade Kiesel, sondern schön Steine, so wie hier, wo so schöne Risse haben, wo ein bisschen schön und spannend wirken. Wenn die Steine dann später noch eine schöne Patina bekommen, wirkt das dann noch mal viel, viel natürlicher und auch noch mal viel, viel spannender. Jetzt kann es sein, dass ich den Stein hier noch mal versetzen muss, weil es einfach mir nicht so gut gefällt. Aber im Großen und Ganzen lassen wir den so. Und jetzt gucke ich mal. So, ich muss mal von vorne gucken. Ja, das sieht spannend aus. Und als Faustregel könnt ihr euch immer merken, wenn ihr Dekoration in euer Aquarium einbringt, egal ob es jetzt Wurzeln, Steine oder ein SpongeBob-Schwammkopf sein sollte, also immer ungerade Zahlen verwenden. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel 3 Steine, aber der gefällt mir nicht hier. Also immer ungerade Zahlen, das wirkt dann auch ein bisschen harmonischer und ein bisschen spannender. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, das wirkt schön. Jetzt als nächsten Schritt mache ich unseren Nano-Kies drüber. In schwarz natürlich, zum Debonit Mix Black passend. Und den verteilt ihr auch so gute 2 bis 3 Zentimeter in eurem Aquarium, somit dass die Pflanzen auch genug Material haben, für sich festzuhalten. Der Kies hat in eurem Aquarium keine andere Bedeutung. Also ihr könntet auch euer Aquarium nur rein mit Nährboden betreiben. Der Kies dient einfach nur dafür, dass der Nährboden, da er auch ein bisschen leichter ist, und ein bisschen feiner, dass da das Sediment nicht herumwirbelt und dass eure Pflanzen sich festhalten können. So, und jetzt könnt ihr auch schon sehen, dass die Steine etwas mehr im Kiesboden drin sind. Das sieht dann auch immer ein bisschen natürlicher aus und wirkt ein bisschen spannender, wie wenn ihr jetzt einfach hingehen würdet und einen Stein einfach nur drauflegt. Das sieht dann natürlich später aus, natürlich wie drauf gelegt
und auch nicht so schön und so schön harmonisch. So. Und jetzt können wir auch schon mit der Bepflanzung beginnen. Zum Bepflanzen rate ich euch, holt euch, da gibt es solche Sets, wo alles schon drin ist. Da ist auch so ein Spatel drin, da ist eine Schere drin, da ist auch eine Pinzette. Weil eine Pinzette ist echt wichtig zum Bepflanzen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel so kleine Fingerchen und wenn man jetzt mal hier zum Beispiel hier von der Helantium tenellum die Wurzeln sich anguckt, hier, die sind sehr, sehr fein und filigran und für die richtig einzupflanzen, sollte man eine Pinzette verwenden. Und dann fange ich jetzt auch schon an zu bepflanzen mit der ersten Pflanze. Ich habe es ja eben gesagt, das ist eine Helantium tenellum, das ist eine grüne Helantium-Art, die auch ähnlich also die wächst grasartig, also die bildet immer so Ausläufer und wächst dann am Boden schön lang entlang. Über die Pflanzen, die ich in diesem Video verwende, schreibe ich euch das nochmal extra in die Kommentare unten rein, dass ihr da auch wisst, wenn ich da immer die Pflanzennamen sage, das ist ja manchmal auch verwirrend und auch nicht immer so ganz so einfach. Aus dem Grund, Videobeschreibung, da steht alles drin, was man braucht. Wenn ihr Pflanzen in euer Aquarium einbringt, achtet darauf, immer ein bisschen Abstand zwischen den Pflanzen zu lassen. Das hat den Grund. Die Pflanzen fangen ja jetzt relativ schnell an zu wachsen. Die sowieso, weil die ja schon mal im Aquarium drin waren. Also die müssen sich nicht mehr umstellen. Und aus dem Grund auch den Pflanzen die Möglichkeit geben, sich ausbreiten zu können. Jetzt bei dieser Art ist es jetzt nicht so ganz das Problem. Aber wenn ihr jetzt hingeht, zum Beispiel eine ganz flach wachsende, ich nenne jetzt zum Beispiel eine Migrantium tweedii, das ist eine Pflanze, die wächst wie ein Teppich. Und wenn ihr die also zu eng setzen würdet, würde die übereinander wachsen und die Pflanze, die unten drunter ist, würde kein Licht bekommen, würde abfaulen. Und das würde euer Aquarium nur unnötig belasten. Aus dem Grund immer ein bisschen Platz lassen. So, und ihr könnt jetzt sehen, hier, der Vordergrund sind jetzt auch schon genug Pflanzen drin. Jetzt pflanze ich hier noch eine rein. Und wichtig ist, wenn ihr so eine Pflanze einpflanzt, geht ihr immer hin, ich nehme jetzt hier nochmal raus, exemplarisch, nehmt die relativ weit an der Wurzel unten, mit leicht kreisenden Bewegungen in den Kies reinbringen, wieder einen Ticken anziehen. Das hat den Grund, was passiert. Ihr pflanzt eure Pflanze ein, ich nehme es mal so, die Wurzel biegt sich um. Im schlechtesten Fall biegt sie sich so weit um, dass sie umknickt. Das heißt, die Pflanze würde nie anwachsen und würde kaputt gehen. Aus dem Grund, ich pflanze die Pflanze ein, die Wurzel biegt sich um, ich ziehe das nochmal ein bisschen an, also steht die Wurzel auch wieder gerade und so habt ihr die optimale Chance, dass die Pflanze auch anwächst. So. Hier noch eine hin. So. Für auf die Steine habe ich mir hier ein bisschen Moos organisiert. Ist auch aus dem Aquarium, also das Moos ist auch war schon länger im Aquarium drin. Bei dem Moos, das könnt ihr entweder aufkleben mit Sekundenkleber, also wenn ihr Sekundenkleber nehmt, achtet darauf, dass es ein Gel-Sekundenkleber ist. Ihr könnt es mit Angelschnur oder Baumwollfaden aufbinden. Jetzt hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe jetzt hier sehr schroffe Steine. Das heißt, ich kann das Moos, so kleine Portionchen hier, so ein bisschen in die Steine reindrücken. Die werden jetzt innerhalb von den nächsten 1-2 Monaten, wird das Moos sich festkrallen und fest wachsen und wird dann auch den kompletten Stein bepflanzen. Oder bewachsen, besser gesagt, pflanzen. So, als nächstes kommt der Hintergrund dran. Das ist, für den Hintergrund habe ich hier eine Rotala rundundifolia. Das ist auch eine schöne Pflanze, die ist relativ einfach. Also wirklich auch was für den Einsteiger geeignet. Und die kriegt auch ein bisschen Farbe im Aquarium. Also wenn ihr die in dem Bereich, wo relativ gut Licht ist, also hier jetzt am besten direkt unter die Lampe hinpflanzt, dann kriegt die auch, je näher die ans Licht kommt, kriegt die auch so leicht rötliche, so ein bisschen ins Orange gehende Blätter. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und somit habt ihr auch einen kleinen Farbtupferl im Aquarium. So, und auch hier gilt, genügend Platz
der Pflanze lassen zum Wachsen, weil die wächst auch sehr breit und verteilt sich auch sehr, sehr gut. Und natürlich hier können wir auch super unseren Filter kaschieren, also den sieht man dann auch später nicht mehr. Und als letzte Pflanze habe ich hier eine Hygrophila-Art, die ist jetzt hier relativ lang. Ich habe die Pflanzen, bevor ich sie jetzt hier hingebracht habe, natürlich auch vorbereitet. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich die Wurzeln schon etwas angeschnitten und bei der geht man jetzt auch einfach hin. Wo ist meine Schere? Hier. Und schneidet die Pflanze, da die ja sehr, sehr lang ist, schneidet die hier sie einfach in dieser Größe ab. Und auch einfach so, wie sie jetzt ist, hier an die Seite pflanzen. Das war jetzt das ganze Hexenwerk mit eurem Aquarium. Also so schnell und so einfach könnt ihr ein Aquarium einrichten. Die Grundlagen müsst ihr nur beachten. Wie gesagt, Hintergrund höher machen, ein paar Steine, also immer ein ungleiches Verhältnis an Steinen verwenden. Und natürlich darauf achten, wenn ihr Steine verwendet, dass die auch fürs Aquarium geeignet ist. Das Aquarium werde ich jetzt mit einer Bio-CO2-Anlage betreiben und unserem neuen, oder nicht ganz neuen, aber schon relativ neuen Produkt All-in-One. Da ist alles drin, was euer Aquarium braucht. Da ist für Versorgung für die Pflanzen, also über Nahrung für die Blätter. Dann über die Füße haben wir ja unser Nährboden. Da ist drin ein Bakterienbooster. Also das heißt, wenn ihr euer Aquarium einfährt, entwickeln sich Bakterien, also die Denitrifizierer und nitrifizierenden Bakterien. Und dafür ist dann nochmal eine spezielle Nahrung drin. Also das heißt, euer Aquarium fährt auch mit diesem All-in-One viel, viel schneller ein. Und dann sind noch gute Sachen drin, wenn ihr dann die Tiere einsetzt. So nach 2 Wochen sind da noch gute Sachen drin, was für die Tiere gut ist. So einfach ist es. Das war unser erstes Video für 2021. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, nicht vergessen zu abonnieren und schaut auch mal bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Bis dann, ciao!